Willkommen zu unserer Stadtführung in Berlin. Hier stellen wir 6 der Top-Sehenswürdigkeiten der Stadt vor. Wir beginnen unsere Tour beim Berliner Fernsehturm. Der Berliner Fernsehturm ist ein Highlight für jeden Besuch in der deutschen Hauptstadt. Das 368 Meter hohe Wahrzeichen thront im Stadtteil Mitte und ist das höchste Bauwerk Deutschlands sowie ein beeindruckendes Zeugnis moderner Architektur. Mit der Errichtung des Fernsehturms wurde im Jahr 1965 begonnen. Die Einweihung erfolgte am 3. Oktober 1969. Der Berliner Fernsehturm wurde von der DDR-Regierung als Symbol des technischen Fortschritts und des sozialistischen Aufbruchs konzipiert. Das Design wurde inspiriert von Sputnik, dem sowjetischen Satelliten. Heute bringen Hochgeschwindigkeitsaufzüge die Besucher in nur rund 40 Sekunden zur Aussichtsplattform in 203 Metern Höhe. Eine besondere Herausforderung bei der Planung und Umsetzung war jene Besucherkuppel auf über 200 Metern Höhe. Hierbei wurden Spezialkräne eingesetzt, um die Elemente hinauf zu transportieren. Bei klarem Wetter bietet sich vom Fernsehturm aus eine schöne Aussicht über Berlin und eröffnet einen Weitblick, der bis zu 80 Kilometern reicht. Eine Etage höher lädt ein Restaurant zum Verweilen ein. Von einem Fensterplatz aus im Restaurant kann man entspannt in einer Stunde Berlin aus allen Richtungen betrachten, da sich die gesamte Besucherkugel in der Zeit um ihre eigene Achse dreht. Der Berliner Fernsehturm ist nicht nur ein technisches Meisterwerk, sondern auch ein lebendiges Zeugnis der Geschichte. Er verkörpert den Wandel Berlins von einer geteilten Stadt hin zu einer pulsierenden, vereinten Metropole. Der Berliner Dom, auch bekannt als Oberpfarr und Domkirche zu Berlin, ist ein kulturelles Wahrzeichen der deutschen Hauptstadt. Mitten im historischen Zentrum Berlins am Lustgarten befindet sich das Bauwerk, welches in den Jahren 1894 bis 1905 errichtet wurde. Während des Zweiten Weltkrieges wurde der Dom schwer beschädigt. Die Wiedereinweihung ist im Juni 1993 erfolgt. Beeindruckend sind die besondere Architektur und die reichen Verzierungen sowohl außen als auch im Innenbereich. Das äußere Bild des Berliner Doms wird von der monumentalen Kuppel mit knapp 100 Metern und den 4 Türmen dominiert. Die üppige Architektur des Bauwerks entspringt der italienischen Hochrenaissance und zeigt deutliche Einflüsse aus dem Barock. Einen tollen Ausblick über Berlin-Mitte, die Spree, den Lustgarten und die Museumsinsel gibt es nach der Besteigung von 270 Domstufen hinauf zur Kuppel aus etwa 50 Metern Höhe. Heute dient der Berliner Dom als bedeutende protestantische Kirche der Stadt und beherbergt regelmäßige Gottesdienste, Konzerte und kulturelle Veranstaltungen. Darüber hinaus ist er ein beliebtes Ziel für Touristen, welche die beeindruckende Architektur und die reiche Geschichte des Doms erleben möchten. Ein barrierefreier Zugang zum Gebäude ist auf der Nordseite möglich. Der Berliner Dom ist somit nicht nur ein architektonisches Meisterwerk, sondern auch ein Ort der Spiritualität und Kultur. Für den Unterhalt des denkmalgeschützten Gebäudes werden ca. 15.000 Euro pro Tag benötigt, welche zum Großteil durch die Berliner Domgemeinde selbst erwirtschaftet werden müssen. Hierzu werden unter anderem die Eintrittsgelder verwendet. Das Brandenburger Tor ist eines der bekanntesten Wahrzeichen Deutschlands und ein lebendiges Zeugnis der deutschen Geschichte. Als einziges Stadttor Berlins hat es den Widrigkeiten der Zeit standgehalten. Einst ein Symbol der Teilung zwischen West und Ost, ist es heute ein Symbol der Wiedervereinigung Deutschlands nach dem Mauerfall. Die Quadriga, welche 2 Jahre nach Fertigstellung auf dem Bauwerk installiert wurde, krönt das Tor und symbolisiert den Frieden, der in Berlin einzog. Sie stellt einen Wagen dar, welcher von 4 Pferden gezogen wird und auf dem die Siegesgöttin Viktoria die Zügel in der Hand hält. Das Brandenburger Tor wurde aus imposantem Sandstein erbaut und zählt zu den schönsten Beispielen des klassizistischen Baustils in Deutschland. Es thront majestätisch auf dem Pariser Platz im Herzen Berlins.
Die Errichtung des Tors selber erfolgte in den Jahren 1788 bis 1791. Mit seinen imposanten Ausmaßen ragt das Stadttor eindrucksvoll in den Himmel. Der Verkehr wird weiträumig um das Bauwerk geleitet. Das Tor ist Schauplatz vieler spektakulärer Events. Dabei hervorzuheben ist unter anderem die große und bekannte Silvesterparty zum Jahreswechsel. Nach aufwendiger Restaurierung Anfang der 2000er Jahre erstrahlt das Brandenburger Tor heute in neuem Glanz und zieht Besucher aus aller Welt an. Es bleibt ein lebendiges Denkmal für die deutsche Geschichte und ein Symbol der Einheit und Freiheit. Der Berliner Reichstag, im Regierungsviertel nahe der Spree gelegen, hat eine reiche Geschichte. Zwischen 1884 und 1894 entstand das imposante Reichstagsgebäude, das Renaissance, Barock und Klassizismus auf beeindruckende Weise vereint. Während des Krieges wurde das Gebäude schwer beschädigt. Die Kuppel wurde aufgrund von Statikproblemen sogar gesprengt. Die Inschrift „Dem deutschen Volke", eingefügt im Jahr 1916, ist bis heute auf der Fassade sichtbar. Am 20. Juni 1991 wurde im Bundestag entschieden, den Sitz nach Berlin zu verlagern. In diesem Zusammenhang ist das Reichstagsgebäude zum zentralen Punkt im Parlaments- und Regierungsviertel avanciert. Die Umbauarbeiten am Reichstagsgebäude mit Errichtung der gläsernen Kuppel endeten am 19. April 1999 mit der ersten Sitzung des Bundestages im umgebauten Reichstag. Die gläserne Kuppel misst einen Durchmesser von 40 Metern und symbolisiert Transparenz und Offenheit der Politik und ist zu einem Wahrzeichen der Stadt geworden. Sie schafft eine einzigartige Verbindung zwischen historischer Substanz und moderner Architektur. Besucher können von verschiedenen Standpunkten aus einen einzigartigen Einblick in die Arbeit des Parlaments gewinnen. Die gläserne Kuppel ist für die Öffentlichkeit zugänglich. Auf der 200 Quadratmeter großen Aussichtsplattform in der oberen Etage der Kuppel eröffnet sich ein beeindruckender Rundblick über Berlin. Im Inneren des Reichstags beeindruckt nicht nur der Plenarsaal, sondern auch die Ausstellungen zur Geschichte des Gebäudes und der deutschen Demokratie. Besucher haben die Möglichkeit, Plenarsitzungen zu besuchen oder an Führungen durch das Gebäude teilzunehmen. Die Siegessäule ist eines der berühmtesten Wahrzeichen Berlins. Sie thront majestätisch im großen Tiergarten inmitten eines Kreisverkehrs und zieht jährlich zahlreiche Besucher an. Errichtet wurde sie zwischen 1864 und 1873. Die ursprüngliche Erbauung erfolgte zur Erinnerung an die 3 Siege aus den deutschen Einigungskriegen. In der jüngeren Vergangenheit wird sie auch vor allem mit der Love Parade in Verbindung gebracht. An den heutigen Platz auf dem Großen Stern wurde die Statue erst im Jahr 1939 umgezogen. In diesem Zuge erfolgte auch der Einbau der 4. Trommel, womit sie ihre aktuelle Höhe erreicht hat. Am Sockel des Denkmals sind 4 bronzene Reliefs zu sehen, welche die entscheidenden Schlachten der deutschen Einigungskriege sowie den Truppeneinzug in Berlin darstellen. Seit 2008 ist die Siegessäule ein Teil der Straße der Monumente, einem Netzwerk, das auf Initiative des Stadtgeschichtlichen Museums Leipzig ins Leben gerufen wurde. Mit einer Höhe von 67 Metern und der imposanten Bronzestatue der römischen Kriegsgöttin Victoria, die als Goldelse bezeichnet wird, überragt sie den Tiergarten. Am Fuß des Bauwerks erstreckt sich eine runde Säulenhalle, deren Rückwand mit einem Glasmosaik geschmückt ist. Die Siegessäule bietet auf rund 51 Metern eine schöne Aussichtsplattform, welche nach 285 Stufen erreicht wird. Von dort aus ergibt sich ein atemberaubender Blick über den Tiergarten und weite Teile Berlins. Darunter befinden sich der Fernsehturm und das Brandenburger Tor. Zu erreichen ist die Siegessäule über Fußgängertunnel, welche unterhalb des Kreisverkehrs direkt auf den Mittelplatz führen, auf dem sich das Bauwerk befindet.
Das im Jahr 2000 eröffnete Bauwerk war ursprünglich als Sony Center benannt und erlangte große Bekanntheit. Der östliche Abschluss des Komplexes bildet der Bahntower, die Konzernzentrale der Deutschen Bahn. Dieses Gebäude ist mit 103 Metern das höchste Einzelgebäude. Pro Jahr verzeichnet das Center am Potsdamer Platz rund 7 Millionen Besucher aus aller Welt. Es handelt sich dabei um einen multifunktionalen Gebäudekomplex mit einer Gesamtgröße von 113.000 Quadratmetern. Diese erstrecken sich auf insgesamt 8 Gebäude mit unterschiedlichen Nutzungsarten. Es stehen hier neben Büroflächen auch Flächen für den Einzelhandel und den Freizeitbereich zur Verfügung, ebenso wie Wohneinheiten. Die Dachkonstruktion beeindruckt durch ihre ingenieurstechnische Meisterleistung. In einer Höhe von bis zu 67 Metern überspannt das Dach eine Weite von 102 Metern auf der Hauptachse. Ein ausladendes Zeltdach, bestehend aus Stoffbahnen, ist durch Zuganker an einem Stahlring befestigt, der auf den umliegenden Gebäuden ruht. Diese Gestaltung soll das berühmte Wahrzeichen Japans, den heiligen Berg Fujisan, symbolisieren. Das Center befindet sich am Potsdamer Platz im Herzen der Stadt und repräsentiert die moderne, dynamische Seite Berlins. Die Lage macht es zu einem zentralen Treffpunkt in der Hauptstadt. Es ist gut an das öffentliche Verkehrsnetz angebunden und leicht zu erreichen. Die Umgebung bietet außerdem zahlreiche weitere Attraktionen.